Deutschland, Frühjahr 1922. Auf einem abgelegenen Bauernhof DI Bayern wird eine ganze Familie ausgelöscht. 6 Menschen sterben, erschlagen mit einer Axt. Bis heute weiß niemand, wer die Tat beging oder warum. Der Name dieses Hofes ist in die Geschichte eingegangen: Hinterkaifeck. Ein Ort, der längst verschwunden ist, doch dessen Geheimnis bis heute lebt. Schritte auf dem Dachboden. Spuren im Schnee, die zum Haus führen, aber nie wieder hinaus. Ein Schlüssel, der verschwindet. Und eine fremde Zeitung, die plötzlich im Hof liegt. Alles deutet darauf hin, dass jemand das Haus beobachtet hat. Doch niemand bemerkte, wie nah die Gefahr wirklich war. Wenige Tage später fand man alle Bewohner tot. Hinterkaifeck, ein Mordfall, der bis heute ungelöst ist. Hinterkaifeck. Schon der Name klingt heute wie ein düsteres Echo aus einer anderen Zeit. Doch damals, in den frühen 1920er Jahren, war es nicht mehr als ein abgelegener Bauernhof in Oberbayern. Kilometerweit nur Felder, Wälder und ein einzelnes, massives Gebäude. Wohnhaus, Stall und Scheune unter einem Dach. Wer dort lebte, lebte in Abgeschiedenheit, weit entfernt vom Dorf und den Augen der Nachbarn. Hier wohnte die Familie Gruber. Das Familienoberhaupt war Andreas Gruber, 63 Jahre alt. Ein Mann mit wettergegerbtem Gesicht, rauer Stimme und harter Hand. Er war streng, fast tyrannisch, und galt als schwieriger Nachbar. Viele Dorfbewohner mieden ihn. Er war misstrauisch, verschlossen und bekannt für seinen Jähzorn. Seine Frau Cäcilia war ruhiger, pflichtbewusst und fromm. Eine Frau, die ihr Leben in harter Arbeit verbrachte und selten eigene Worte gegen ihren Mann fand. Mit dem Haus lebte ihre Tochter Viktoria Gabriel. Sie war 35 Jahre alt, eine junge Witwe, deren Mann im Ersten Weltkrieg gefallen war. Viktoria war im Dorf durchaus beliebt, eine freundliche und gebildete Frau, die sogar im Kirchenchor sang. Doch sie trug ein schweres Schicksal: 2 Kinder allein großzuziehen. Die kleine Cäcilia, 7 Jahre alt, und den 2-jährigen Josef. Über Josef gab es Gerüchte. Offiziell war er das uneheliche Kind von Viktoria. Doch im Dorf munkelte man: Der wahre Vater könnte Andreas Gruber selbst sein, ihr eigener Vater. Manche flüsterten, Viktoria sei in einer inzestuösen Beziehung gefangen gewesen, gezwungen von ihrem autoritären Vater. Andere sagten, Josef stamme von einem verheirateten Nachbarn. Was auch immer die Wahrheit war, es lastete ein dunkler Schatten über der Familie. Am 31. März 1922 kam eine neue Person auf den Hof, die Magd Maria Baumgartner. Eine junge Frau, die nach langer Zeit wieder eine Arbeit gefunden hatte. Es sollte ihr erster Tag auf Hinterkaifeck sein und zugleich ihr letzter. Doch bevor die Nacht des Verbrechens kam, gab es Zeichen. Andreas hörte Schritte auf dem Dachboden. Eindeutig. Schwere Schritte, die über ihm gingen. Als er nachsah, fand er niemanden. Ein paar Tage später entdeckte er im Schnee Fußspuren, die direkt von den Feldern zum Haus führten. Aber keine Spur führte zurück. Dann verschwand ein Schlüssel. Einfach so. Spurlos. Und schließlich fand Andreas eines Morgens eine fremde Zeitung im Hof. Eine Ausgabe, die es in dieser Region gar nicht zu kaufen gab. Niemand wusste, wie sie dorthin kam. All diese Dinge waren Warnungen. Doch die Familie Gruber tat sie ab. Vielleicht, so dachten sie, war es ein Streich. Vielleicht Einbildung. Vielleicht ein Zufall. Niemand ahnte, dass sie bereits beobachtet wurden. Und dass der Mörder schon näher war, als sie glaubten. Die letzten Tage auf Hinterkaifeck waren geprägt von einem seltsamen Wechsel zwischen Alltag und Unheil. Nach außen hin führte die Familie Gruber ihr gewohntes Leben. Andreas arbeitete wie immer auf den Feldern, kümmerte sich um das Vieh und sprach nur selten ein Wort zu viel. Viktoria sang weiterhin im Kirchenchor, auch wenn ihre Auftritte in den letzten Wochen ruhiger und zurückhaltender wirkten. Die kleine Cäcilia ging noch zur Schule, lachte, spielte mit ihren Freundinnen. Nichts deutete darauf hin, dass ihr Leben kurz darauf enden sollte. Und doch gab es Zeichen. Deutlichere Zeichen als jemals zuvor. Ein Nachbar berichtete später, dass Andreas Gruber ihm von seltsamen Geräuschen erzählt habe, die er wieder auf dem Dachboden gehört hatte. Schritte, als ob jemand im Haus lebte, ein Fremder, unsichtbar, aber immer präsent. Andreas habe den Dachboden durchsucht, wieder und wieder, doch nie jemanden gefunden. Dennoch war er überzeugt, dass dort jemand gewesen sein musste. Viktoria hingegen sprach von einem weiteren Vorfall. Sie habe nachts Geräusche aus dem Stall gehört. Ein leises Rascheln,
Schritte zwischen den Tieren. Als sie nachsah, stand niemand dort. Nur die Kühe wirkten unruhig, als hätten sie etwas gespürt, was menschliche Augen nicht sehen konnten. Auch die kleine Cäcilia erzählte in der Schule, dass ihre Mutter und ihr Großvater sich Sorgen machten. Bei uns spukt es, soll sie gesagt haben. Ihre Mitschüler lachten, doch die Lehrerin merkte, dass das Mädchen es ernst meinte. Es war kein kindlicher Spaß. Es war eine Warnung. Der verschwundene Schlüssel, die fremde Zeitung, die Fußspuren im Schnee, all diese Vorfälle häuften sich. Und doch schien die Familie nicht bereit, Hilfe zu holen. Vielleicht war es Stolz. Vielleicht Misstrauen. Vielleicht die Angst, sich im Dorf lächerlich zu machen. Andreas war ein Mann, der ungern Schwäche zeigte. Er wollte nicht als alter Bauer dastehen, der sich von Gespenstergeschichten in Angst und Schrecken versetzen ließ. Doch das Gefühl, dass jemand sie beobachtete, ließ die Familie nicht mehr los. Besonders Viktoria soll unruhig gewesen sein. Sie hatte bereits früher versucht, das Haus zu verlassen. Sie wollte mit ihren Kindern ein neues Leben beginnen, weg von ihrem Vater, weg von der Enge und der Schwere des Hofes. Doch sie blieb. Vielleicht aus Pflichtgefühl. Vielleicht, weil sie keine andere Wahl hatte. Am 30. März 1922 bemerkte eine Nachbarin, dass der Hof ungewöhnlich still war. Kein Geräusch von den Tieren, kein Klappern der Werkzeuge, keine Stimmen. Als sie Andreas ansprach, wirkte er fahrig und abwesend. Er erwähnte nur beiläufig, dass es seltsame Dinge auf dem Hof gebe, und wechselte rasch das Thema. Am Morgen des 31. März, dem Tag der Tat, war noch einmal für kurze Stunden Normalität zu spüren. Viktoria ging mit ihrer Tochter in die Kirche. Sie beteten, sangen und sprachen mit den Nachbarn. Alles wirkte ruhig, fast friedlich. Niemand hätte geahnt, dass sie nur wenige Stunden später tot sein würden. An diesem Tag kam auch die neue Magd, Maria Baumgartner, auf den Hof. Ihre Schwester begleitete sie. Maria war froh, endlich wieder Arbeit gefunden zu haben. Ihre Familie hatte gehofft, dass sie in Hinterkaifeck ein sicheres Auskommen finden würde. Als die Schwester sie verabschiedete, blieb ein ungutes Gefühl zurück. Sie ahnte nicht, dass sie ihre Schwester zum letzten Mal gesehen hatte. In der Nacht zum 1. April geschah dann das Unvorstellbare. Doch bevor die grausame Tat begann, war auf dem Hof eine seltsame Ruhe. Ein Wind wehte über die Felder, das Haus lag dunkel und einsam in der Landschaft. Drinnen legte sich die Familie schlafen, oder versuchte es zumindest. Vielleicht lauschten sie noch einmal in die Dunkelheit. Vielleicht hörten sie die Schritte, die sich näherten. Vielleicht war es in dieser Nacht schon zu spät, um noch etwas zu ändern. Am Morgen danach blieb der Hof still. Niemand sah die Familie. Niemand hörte die Tiere. Und die Nachbarn ahnten nicht, dass sich nur wenige Meter hinter den Mauern von Hinterkaifeck ein grausames Blutbad abgespielt hatte. Die Nacht des 31. März 1922. Über Bayern lag eine Stille, die nur vom Wind und dem entfernten Bellen eines Hundes durchbrochen wurde. Auf Hinterkaifeck gingen die Lichter aus. Der Hof lag dunkel, einsam, verborgen zwischen Feldern und Wäldern. Niemand ahnte, dass sich in diesen Stunden eines der grausamsten Verbrechen der deutschen Geschichte ereignen würde. Wie genau die Tat ablief, weiß niemand. Es gibt keine überlebenden Zeugen. Doch aus den Spuren am Tatort, den Ermittlungsakten und den späteren Obduktionen konnte man ein Bild rekonstruieren. Ein Bild, das noch heute Gänsehaut auslöst. Zuerst traf es Andreas Gruber, das Familienoberhaupt. Wahrscheinlich hörte er Geräusche im Stall und ging hinaus, um nachzusehen. Vielleicht lockte ihn der Täter mit einem Geräusch. Vielleicht ahnte Andreas, dass sich jemand auf dem Hof befand. Was er dort fand, blieb sein tödliches Geheimnis. Denn kaum hatte er den Stall betreten, schlug der Täter zu. Mit einer Reuthaue, einer schweren bäuerlichen Hacke, wurde Andreas niedergestreckt. Der Schlag war so heftig, dass er sofort starb. Kurz darauf folgte seine Frau Cäcilia. Auch sie wurde vermutlich durch ein Geräusch oder ein Rufen in den Stall gelockt. Dort traf sie auf das entsetzliche Bild, ihren sterbenden oder bereits toten Mann. Auch sie wurde brutal erschlagen. Als nächste betrat Viktoria Gabriel den Stall. Ob sie durch die Schreie alarmiert wurde, oder ob sie selbst nach ihren Eltern sah, ist unklar. Doch auch sie überlebte nur wenige Sekunden. Der Täter schlug ihr mit derselben Waffe den Schädel ein. Die kleine Cäcilia, 7 Jahre alt, war die 4. Sie muss die Schreie gehört haben. Vielleicht wollte sie ihrer Mutter folgen. Die Ermittler fanden später an ihrem Leichnam Spuren,
die darauf hinwiesen, dass sie den Angriff nicht sofort überlebte. Wahrscheinlich lag sie neben ihrer Mutter, schwer verletzt, noch mehrere Stunden am Leben. Ihre Hände waren voller Haarbüschel. Sie hatte sich in Todesangst die eigenen Haare ausgerissen. Ein schreckliches Zeugnis dessen, was sie durchstehen musste. 4 Menschen lagen nun tot im Stall. Alle erschlagen, alle brutal niedergestreckt. Doch der Mörder war noch nicht fertig. Im Haus befanden sich 2 weitere Opfer. Die Magd Maria Baumgartner, die erst wenige Stunden zuvor ihre Arbeit begonnen hatte, lag in ihrer Kammer. Der Täter drang ein, erschlug sie im Schlaf oder kurz nachdem sie aufgeschreckt war. Daneben, in der Wiege, lag der kleine Josef. 2 Jahre alt. Wehrlos. Auch er wurde mit der Reuthaue erschlagen. 6 Menschen. 3 Generationen. Alle ausgelöscht in einer einzigen Nacht. Doch was die Ermittler später am meisten verstörte, war nicht nur die Brutalität der Tat, sondern das Verhalten des Mörders danach. Denn der Täter verließ den Hof nicht sofort. Er blieb. Stunden, vielleicht Tage. Die Nachbarn berichteten später, dass sie noch Rauch aus dem Schornstein aufsteigen sahen. Das Vieh wurde gefüttert. Das Brot in der Küche war frisch geschnitten. Sogar Mahlzeiten wurden offenbar zubereitet. Es war, als hätte der Mörder nach dem Blutbad beschlossen, auf Hinterkaifeck zu wohnen, inmitten der Leichen. Dieses Verhalten wirft bis heute Fragen auf. Wollte der Täter Spuren verwischen? Oder fühlte er sich so sicher, dass er den Hof wie sein eigenes Zuhause nutzen konnte? War es ein Fremder oder jemand, der ohnehin das Vertrauen der Familie besaß? Tage später, als die Nachbarn sich wunderten, warum niemand von Hinterkaifeck zu sehen war, fanden sie schließlich die grausame Wahrheit. Im Stall, halb mit Stroh bedeckt, lagen die Körper von Andreas, Cecilia, Viktoria und der kleinen Cecilia. Im Haus entdeckten sie Maria und den kleinen Josef. Der Hund bellte, die Kühe muten, als wären sie Zeugen eines unaussprechlichen Geheimnisses gewesen. Die Tatnacht von Hinterkaifeck gehört zu den unheimlichsten Kapiteln der deutschen Kriminalgeschichte. Ein Mord, der nicht nur 6 Leben forderte, sondern auch eine ganze Region in Angst und Schrecken versetzte. Bis heute weiß niemand, wie der Täter es schaffte, unbemerkt auf den Hof zu gelangen und danach genauso spurlos wieder zu verschwinden. Die Tage nach dem 31. März 1922 verliefen seltsam still. Wer in der Umgebung von Hinterkaifeck lebte, war es gewohnt, hin und wieder die Familie Gruber im Dorf zu sehen. Andreas auf dem Markt, Viktoria in der Kirche, die kleine Cecilia auf dem Schulweg. Doch plötzlich blieb der Hof still. Am Sonntag, dem 2. April, fiel den Dorfbewohnern auf, dass niemand von der Familie zur Messe erschien. Besonders Viktoria war sonst regelmäßig im Gottesdienst, ebenso die kleine Cecilia. Man hielt es zunächst für Zufall. Vielleicht waren sie krank oder beschäftigt. Doch schon am Montag kamen Zweifel auf. Die Kinder fehlten in der Schule, Viktoria war nicht im Chor, und auch der Postbote bemerkte, dass seine Briefe tagelang nicht aus dem Brief kamen. Ein weiterer Hinweis kam von den Nachbarn. Sie hörten zwar das Vieh im Stall, Kühe, die muten, Schweine, die quiekten, doch niemand kümmerte sich um sie. Und trotzdem schien das Vieh über Tage hinweg nicht verhungert zu sein. Irgendjemand musste es gefüttert. Am Dienstag schließlich beschloss Lorenz Schlittenbauer, ein Nachbar, der nur wenige 100 Meter entfernt lebte, nachzusehen. Gemeinsam mit 2 weiteren Männern ging er auf den Hof. Schon beim Näherkommen fiel ihnen die unheimliche Stille auf. Kein Mensch war zu sehen, keine Stimme, kein Schritt. Nur das Bellen des Hundes, der an der Kette angebunden war. Die Männer betraten den Stall. Dort, unter einer Schicht aus Stroh, machten sie die grausige Entdeckung. 4 Leichen, übereinander geschichtet, brutal erschlagen. Es waren Andreas und Cecilia Gruber, ihre Tochter Viktoria und die kleine Cecilia. Das Bild muss entsetzlich gewesen sein. Zerschlagene Schädel, Blut, Haare und das unheimliche Schweigen, das darüber lag. Im Haus fanden sie die übrigen beiden Opfer. In der kleinen Kammer lag die Magd Maria Baumgartner, ebenfalls erschlagen, ihr Gesicht mit Decken bedeckt. Und schließlich, in der Wiege, der 2-jährige Josef. Auch he. Die Männer verließen den Hof, fassungslos und entsetzt. Schnell sprach sich die Nachricht im ganzen Dorf herum. Noch am selben Tag wurde die Polizei alarmiert. Doch die Ermittlungen begannen unter denkbar schlechten Bedingungen. In den 1920er Jahren gab es noch keine moderne Spurensicherung, keine DNA-Analysen, keine detaillierte Tatortfotografie. Die Beamten aus München, die bald anrückten, fanden einen Tatort vor,
der bereits von zahlreichen Dorfbewohnern betreten worden war. Aus Neugier oder Schock waren viele ins Haus gegangen, hatten Spuren verwischt, Gegenstände bewegt. Manche hatten sogar Proviant aus der Küche genommen, als wäre es selbstverständlich. Die Polizei versuchte dennoch, die ersten Erkenntnisse zu sammeln. Klar war, alle Opfer waren mit derselben Waffe erschlagen worden. Einer Reuthaue, einem bäuerlichen Werkzeug, das später auf dem Dachboden gefunden wurde. Der Täter hatte große Wucht eingesetzt, die Schädel waren zertrümmert. Besonders auffällig war, dass Viktoria und ihre Tochter mehrere Schläge erhalten hatten. Es schien fast persönlich gewesen zu sein. Ebenfalls auffällig war das Verhalten des Täters nach der Tat. Wie schon die Nachbarn vermutet hatten, hatte jemand den Hof weiter bewirtschaftet. Das Vieh war gefüttert, Brot war angeschnitten, in der Küche fanden sich Spuren von Mahlzeiten. Auch das Feuer im Herd war über Tage hinweg am Glimmen gehalten worden. Der Täter musste sich frei auf dem Hof bewegt haben, als gehöre er dorthin. Die Beamten fragten sich, wer konnte das gewesen sein? Ein Fremder, der Zuflucht suchte? Oder jemand auch? Ein weiteres Rätsel waren die Umstände des Auffindens. Die Leichen im Stall waren sorgfältig mit Stroh bedeckt. Als wollte der Täter sie verstecken, oder als könne er den Anblick selbst nicht ertragen. Maria Baumgartner war mit Decken bedeckt. Nur Josef lag unbedeckt in seiner Wiege, als wollte der Täter ihn demonstrativ zur Schau stellen. Noch am selben Abend begann die Suche nach Verdächtigen. Die Polizei verhörte Nachbarn, darunter auch Lorenz Schlittenbauer, den Mann, der die Leichen entdeckt hatte. Er war nicht nur Nachbar, sondern auch eng mit der Familie verbunden. Viele wussten, dass er eine Beziehung zu Viktoria gehabt hatte. Manche glaubten sogar, er könnte der Vater des kleinen Josef sein. Doch an diesem ersten Tag gab es keine klaren Antworten. Nur eine bedrückende Erkenntnis. Ein grausamer Mörder hatte 6 Menschen ausgelöscht und sich dann tagelang in ihrem Haus aufgehalten. Und niemand wusste, wer er war oder wo er jetzt war. Nach der Entdeckung des Verbrechens begann ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Ermittler wussten, wer 6 Menschen auf so brutale Weise erschlagen konnte, war entweder ein Fremder, der durch die Gegend zog, oder jemand, den die Familie kannte. Die Polizei verhörte unzählige Menschen, durchkämmte die Region und verfolgte verschiedenste Spuren. Und doch blieben am Ende nur Theorien, die bis heute diskutiert werden. Die erste Person, auf die sich der Verdacht richtete, war Lorenz Schlittenbauer, der Nachbar. Er war es, der die Leichen gefunden hatte, und er kannte die Familie Gruber sehr gut. Mehr noch, er hatte eine intime Beziehung zu Viktoria Gabriel gehabt. Manche Dorfbewohner waren überzeugt, er sei der Vater von Josef, dem 2-jährigen Sohn. Es existierten sogar Gerüchte, dass Viktoria und er heiraten wollten, doch Andreas Gruber, ihr Vater, habe es verboten. Schlittenbauer hatte also ein mögliches Motiv: Eifersucht, Streit um das Kind, Rache. Zudem fiel sein Verhalten nach der Entdeckung der Leichen auf. Augenzeugen berichteten, dass er sich ungewöhnlich frei auf dem Hof bewegte, Türen öffnete, als kenne er den Ort genau. Sogar die Wiege des kleinen Josef habe er berührt, ohne sichtbare Erschütterung. Für manche war das ein Zeichen, dass er mehr wusste, als er zugab. Doch Beweise gab es keine. Die Polizei konnte ihm die Tat nie nachweisen. Und so blieb Schlittenbauer zwar der Hauptverdächtige in den Augen vieler, aber nie offiziell überführt. Eine weitere Theorie richtete sich gegen ehemalige Knechte und Mägde des Hofes. Manche von ihnen waren unter schlechten Bedingungen gegangen, hatten Streit mit Andreas Gruber gehabt. Könnte einer von ihnen zurückgekehrt sein, aus Hass oder Verzweiflung? Doch keiner von ihnen wurde je überführt. Auch vagabundierende Räuberbanden wurden verdächtigt. In den 1920er Jahren war es nicht ungewöhnlich, dass Obdachlose oder Kriegsheimkehrer durch die Lande zogen und sich von Diebstählen ernährten. Vielleicht war eine Gruppe auf Hinterkaifeck gestoßen und hatte die Familie erschlagen. Doch das passte nicht zum Tatbild. Nichts von Wert war gestohlen worden. Geld, Schmuck und andere Gegenstände lagen unberührt im Haus. Es schien, als sei Raub nicht das Motiv gewesen. Andere Ermittler vermuteten einen Racheakt. Andreas Gruber war im Dorf nicht beliebt. Seine Strenge, seine verschlossene Art und die Gerüchte über den Inzest mit seiner Tochter hatten ihm viele Feinde eingebracht. Hatte jemand die Tat als persönliche Vergeltung begangen? Oder wollte jemand ein Geheimnis für immer begraben? Eine besonders düstere Theorie rankte sich um den Zweiten Weltkrieg, Jahre später. Ein ehemaliger Soldat soll auf dem Sterbebett behauptet haben, er und seine Kameraden hätten die Familie getötet.
Doch die Aussage war widersprüchlich und kam zu spät, um noch überprüft zu werden. Und dann war da noch die mysteriöse Spur der unsichtbaren Präsenz. Die Fußabdrücke, die Zeitung, die Geräusche auf dem Dachboden. Manche fragten sich, hatte der Täter bereits Tage oder Wochen zuvor im Haus gelebt, heimlich auf dem Dachboden gewohnt, während die Familie unten ahnungslos ihrem Alltag nachging? Wenn ja, war es ein Fremder oder jemand, den sie kannten und nicht fürchteten? Bis heute gibt es keine endgültige Antwort. Jeder Verdächtige hatte ein mögliches Motiv, doch keiner konnte überführt werden. Jeder Beweis schien sich im Nebel zu verlieren. Und je länger die Ermittlungen dauerten, desto mehr wuchs das Gefühl, dass das Verbrechen von Hinterkaifeck nie aufgeklärt werden würde. Was bleibt, ist eine unheimliche Liste von Fragen. Warum blieb der Täter nach der Tat auf dem Hof? Warum bedeckte er die Leichen so sorgfältig? Warum nahm er nichts mit, obwohl Geld und Wertgegenstände im Haus lagen? Und vor allem, wer war er wirklich? Das Massaker von Hinterkaifeck war nicht nur ein Verbrechen. Es war ein Ereignis, das das Dorf, die Region und schließlich ganz Deutschland erschütterte. Die brutale Tat, die rätselhaften Umstände und die fehlende Aufklärung ließen einen Schatten zurück, der bis heute spürbar ist. Schon in den Tagen nach der Tat versammelten sich Schaulustige aus den umliegenden Dörfern auf dem Hof. Menschen strömten herbei, um einen Blick auf den Ort des Grauens zu werfen. Manche behaupteten, sie hätten die Schreie der Opfer noch in den Wänden gehört. Andere erzählten, dass sie das Gefühl gehabt hätten, jemand würde sie im Hof beobachten. Hinterkaifeck wurde zu einem unheimlichen Ort und bald auch zu einem Ort der Legenden. Die Polizei arbeitete noch Wochen am Tatort. Doch irgendwann gaben auch die letzten Beamten auf. Die Reuthaue, die Mordwaffe, wurde später zufällig auf dem Dachboden gefunden. Ein verstörender Hinweis darauf, wie nah der Täter all die Zeit gewesen sein musste. Doch selbst dieser Fund brachte keine Klarheit. Die Familie wurde schließlich auf dem Friedhof in Waidhofen beerdigt. 6 einfache Gräber, die bis heute existieren. Auf den Grabsteinen stehen die Namen der Opfer, doch keine Worte des Trostes. Denn die meisten Dorfbewohner wussten, dieses Verbrechen war größer als ihr kleines Dorf. Der Hof selbst wurde nach den Ermittlungen abgerissen. Zu belastend war die Erinnerung, zu groß die Angst. An seiner Stelle steht heute nur noch ein Feldweg, ein stiller Ort, an dem nichts mehr an die einstige Hofstelle erinnert, außer einem Gedenkkreuz. Wer dort steht, spürt die Einsamkeit. Manche berichten sogar, sie hätten dort Stimmen gehört oder Schritte im Gras, obwohl niemand da war. Mit den Jahren wuchs die Legende. Zeitungen, Bücher und später Fernsehdokumentationen griffen den Fall auf. Bald wurde Hinterkaifeck zu einem der bekanntesten ungelösten Kriminalfälle Deutschlands. Jeder, der die Geschichte hörte, stellte sich dieselben Fragen. Wer konnte so etwas tun? Warum gerade diese Familie? Und warum wurde der Täter nie gefasst? Auch paranormale Geschichten entstanden. Manche behaupteten, die Familie sei von einem dunklen Fluch getroffen worden. Andere sahen in der Tat eine Strafe für die angebliche Sünde des Inzests zwischen Andreas und Viktoria. Besonders der Dachboden spielte eine zentrale Rolle in den Legenden. Bis heute erzählen Einheimische, dass man dort nachts Schritte hören könne, obwohl niemand oben sei. In den 1970er Jahren beschäftigte sich eine ganze Generation von Kriminalbeamten erneut mit dem Fall. Akten wurden gesichtet, Zeugen noch einmal befragt. Doch die Antworten blieben aus. Zu viele Spuren waren verwischt, zu viele Menschen bereits gestorben. Das Rätsel blieb bestehen. Heute, fast 100 Jahre später, wird Hinterkaifeck noch immer erforscht. Historiker, Journalisten, Kriminalisten, sie alle versuchen, das Geheimnis zu lüften. Und doch sind es oft die unheimlichen Aspekte der Geschichte, die am stärksten in Erinnerung bleiben. Der unbekannte Fremde, die Spuren im Schnee, das Leben auf dem Hof nach der Tat. Hinterkaifeck ist mehr als ein Mordfall. Es ist eine Geschichte, die das Grauen in seiner reinsten Form zeigt. Nicht das Grauen eines übernatürlichen Wesens, sondern das Grauen, das Menschen einander zufügen können. Und vielleicht ist es genau das, was den Fall so unvergesslich macht. Denn bis heute bleibt eine letzte, unbeantwortete Frage. Lebt das Böse manchmal mitten unter uns, und wir merken es nicht? Mit den Jahren wurde Hinterkaifeck nicht nur zu einem ungelösten Kriminalfall, sondern auch zu einem Spiegel der deutschen Geschichte. Das Massaker hallte weit über die Grenzen Bayerns hinaus und wurde zu einem der rätselhaftesten Mordfälle des 20. Jahrhunderts. Schon in den 1920er Jahren war die Presse fasziniert von dem Verbrechen. Zeitungen berichteten reißerisch,
beschrieben die grausigen Details, spekulierten über mögliche Täter. Das Publikum konnte nicht genug davon bekommen. Denn Hinterkaifeck war mehr als nur ein Mordfall. Es war ein Mysterium, das mit jeder neuen Schlagzeile dunkler und unheimlicher wirkte. In den folgenden Jahrzehnten fanden sich immer wieder neue Deutungen. Schriftsteller nahmen den Fall als Vorlage für ihre Romane, Historiker schrieben Abhandlungen, Filmemacher produzierten Dokumentationen. Besonders in Bayern wurde Hinterkaifeck Teil der lokalen Identität. Ein unheimliches Kapitel, über das man flüsterte, wenn die Abende lang und dunkel waren. Auch die moderne True-Crime-Kultur hat den Fall neu entdeckt. Podcasts, YouTube-Dokumentationen und Krimiserien greifen das Thema auf und erreichen ein Millionenpublikum. Immer wieder tauchen neue Hypothesen auf, mal akribisch recherchiert, mal reine Fantasie. Manche sehen in Hinterkaifeck einen deutschen Vorläufer der modernen Serienmordgeschichten. Andere betrachten es als klassisches Beispiel für ein Locket-Room-Mystery. Ein Verbrechen, das trotz aller Indizien keine Lösung zulässt. Doch das Erbe von Hinterkaifeck ist nicht nur medial. Es ist auch emotional. Viele Menschen, die sich mit dem Fall beschäftigen, berichten von einem eigentümlichen Gefühl, einer Mischung aus Trauer, Faszination und Beklemmung. Die Geschichte ist so grausam, dass man sie kaum glauben möchte. Und doch ist sie wahr. Für die Nachkommen im Dorf Weidhofen und Umgebung ist das Thema bis heute sensibel. Manche Familien waren mit den Grubers verwandt oder kannten sie persönlich. Noch immer fällt es vielen schwer, offen darüber zu sprechen. Das Schweigen ist fast ebenso spürbar wie das Grauen selbst. Das Gedenkkreuz an der Stelle des Hofes ist inzwischen zu einem stillen Pilgerort geworden. Menschen aus aller Welt kommen, legen Blumen nieder, verharren in Stille. Manche schreiben, sie hätten das Gefühl gehabt, der Ort sei geladen, als ob die Vergangenheit noch immer in der Erde ruhe. Am Ende bleibt Hinterkaifeck eine offene Wunde. Ein Fall ohne Täter, ohne Gerechtigkeit, ohne Antwort. Vielleicht liegt genau darin seine unheimliche Faszination. Denn solange das Rätsel ungelöst ist, bleibt die Vorstellung bestehen, dass das Böse namenlos unter uns existiert. Wenn wir heute an Hinterkaifeck denken, dann nicht nur an den schrecklichen Mord. Wir denken an eine Geschichte, die uns zeigt, wie fragil Sicherheit ist, wie dünn die Grenze zwischen Alltag und Albtraum sein kann. Und vielleicht ist das wahre Erbe von Hinterkaifeck genau das. Eine Mahnung, dass manche Schatten nie verschwinden und dass die grausamsten Monster nicht in Legenden wohnen, sondern in Menschen. Es war ein einsamer Hof, irgendwo zwischen Ingolstadt und Schrobenhausen. Umgeben von Feldern, Wäldern und einer Stille, die nachts fast unheimlich wirkte. Hier, auf Hinterkaifeck, lebte die Familie Gruber, ein Ort, der in wenigen Tagen von einem ganz normalen Bauernhof zum Schauplatz des brutalsten und rätselhaftesten Verbrechens der deutschen Kriminalgeschichte wurde. 6 Menschen verloren hier ihr Leben. Doch das wirklich Unheimliche ist nicht nur die Tat selbst, sondern das, was danach geschah. Der Mörder blieb, und niemand weiß bis heute, wer er war. Warum lebte jemand im Dachboden, ohne dass die Familie es bemerkte? Warum blieb der Täter nach dem Mord mehrere Tage auf dem Hof? Fütterte Tiere, entzündete das Feuer, schlief vielleicht sogar in den Betten der Opfer. Und warum konnte er trotz unzähliger Spuren niemals gefasst werden? Dies ist die Geschichte von Hinterkaifeck, ein wahres Verbrechen, das selbst nach über 100 Jahren mehr Fragen stellt, als es beantwortet. Hinterkaifeck bleibt ein Rätsel. Vielleicht wird eines Tages ein Dokument auftauchen, vielleicht ein vergessenes Geständnis, das den Täter entlarvt. Vielleicht aber wird das Geheimnis für immer im Dunkel bleiben, so wie die Stimmen, von denen manche behaupten, sie nachts noch in den Feldern zu hören. 6 Menschen starben, und ihr Mörder wurde nie gefunden. Doch ihre Geschichte lebt weiter, als Warnung, als Legende und als eine der düstersten Episoden der deutschen Kriminalgeschichte. Wenn euch diese Reise in die Vergangenheit gefallen hat, lasst ein Abo da und aktiviert die Glocke, damit ihr keine weiteren Geschichten verpasst. Schreibt mir in die Kommentare, welche Theorie glaubt ihr? War es ein Nachbar, ein Fremder oder jemand, den die Familie kannte? Und denkt daran, die schaurigsten Geschichten sind oft die, die wirklich passiert sind.